Moin Moin. Es ist wieder einiges passiert. Der Zwischenrahmen, der ist soweit fertig konstruiert, ist jetzt getestet worden und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's. Wie man das hier sieht, es sind 4 Lagerungen pro Seite verbaut worden. Beim ersten Test haben wir 95 mm hier vorne gemessen, zwischen dem Hauptrahmen und dem Zwischenrahmen. Dementsprechend sind auch die Lagerungen ausgefallen. Da sind knapp 100 mm Federweg. Ja, zu den Aufnahmen an sich gab es ja auch einige Fragen. Und zwar, warum ich die an den Stellen platziert habe, wo ich die platziert habe. Ganz einfach, mir war es wichtig, keine zusätzlichen Bohrungen in den Rahmen tätigen zu müssen. Deswegen habe ich die Lagerböcke so platziert, dass wir immer die vorhandenen Bohrungen verwenden konnten. Bei dieser Aufnahme ist die Befestigung horizontal angeordnet.
hier sieht es schon wieder anders aus. Hier liegen die Schrauben übereinander. Zu den Federn an sich gab es auch eine oder zwei Fragen, wie ich die berechnet habe. Also ich habe die Federn tatsächlich recht schwach gewählt. Die haben eine maximale Kraft von 370 Newton. Also ich brauche 37 Kilo, um die Feder komplett zu belasten, also komplett zusammenzudrücken. Federweg bei dem Zwischenrahmen ist jetzt auf 100 mm begrenzt, weil wie gesagt der Hauptrahmen hat 95 angezeigt, ich habe noch ein bisschen Luft gelassen. Also ab 100 mm ist sowieso Ende, weil dann sind die Federn so weit zusammengedrückt, dass die einzelnen Federwindungen aufeinander aufliegen. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht erreichen. Der Rahmen funktioniert, wie gesagt, das Video zeigt das auch. Ich habe mich für Edelstahlfedern entschieden. Der Bolzen und die Mutter, das ist alles verzinkt. Somit habe ich da überhaupt keine Probleme mit Rost. Und was ich noch gemacht habe, zeige ich euch auch eben. Ich habe die Federn von der Lagerung vom Pharao auch verlängert oder eine andere eingebaut mit einem längeren Bolzen, damit auch das Pharao beim starken Verwinden nicht an seine Grenzen kommt. Viel mehr ist auch nicht passiert, also das ist jetzt soweit alles vorbereitet. Jetzt kommt der Koffer wieder runter, der Zwischenrahmen wird nochmal verschweißt, also die Aufnahmen von dem Koffer werden nochmal vernünftig verschweißt, die sind ja jetzt nur noch geheftet. Genauso die Aufnahmen für die Federlagerung und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.